Hallo Leute und willkommen zurück zu Vampyr. Wir machen da weiter, nicht da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir habt nämlich, glaube ich, ein Gespräch mit dieser anderen Vampirin verpasst. Sie ist nämlich, hat so ein paar Fragen einfach beantwortet und hat den Typen, um den sie sich gekümmert hat, den hat sie gegessen. Egal. Warum will ich pennen, bitte? Nicht blöd, ich habe meine Punkte im Übrigen ausgegeben und mir hier das hier gekauft. Wut. Das ist eine Ultimativattacke. Und unsere Augen sind irgendwie immer noch rot. Kommt es durchs Blut? Müssen wir warten, damit die normal werden? Weil das sieht sehr uneinladend aus. Egal, wir analysieren einfach mal. Oh, obwohl, wartet. Bevor wir das Blut analysieren, könnten wir. Danke. Schön. Auch gerne. Ne, jetzt ist der Knüppel geupgradet, also, ne? Ich muss dahin. Muss ich. Ja, hier, zack und bam. Oh, ich kann das anstellen. Wenn man schon Heilung herstellen kann. Oder halt Zeugs. Leichtes Blutserum. Ja, hier kann ich nichts herstellen. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Alter, ich hoffe, der ist jetzt nicht irgendwie angepisst, weil wir sehr gruselig aussehen. So, Dr. Schwansee. Wo ist der nochmal? Oder wo er gesagt, wo ist sein Büro? Hier, wenn ich hier bin, geht's noch höher. Ich glaube, seins war. Nee, nicht. Wo ist sein Büro? Ich hab's komplett vergessen. Wo zum Fick ist sein Büro? Nee, das ist nicht Dr. Schwansee. Das kann ich nicht erholen. Ah, ja, toll. Das Büro von 3 Doktoren. Ach wow, mir wird das sogar angezeigt. Ich bin zu blöd, um es zu finden. Hier ist es ja. Ja, Dr. Schwansee. Hallo? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Nicht spruchreif. Nix Spruchreifes. Ja, habe ich. Ja, aber was? Egal, wir lügen nicht an. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy.
With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Es ist zu gefährlich. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht mache ich London zu meinem Reich. Ja, klar! But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Wir haben ihm nicht gesagt, was gerade so abgeht, oder? Müssen wir jetzt etwa hinlaufen? Ich schätze mal schon. Ah ja, wir gehen zum Friedhof. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Ja gut, also die Wahrheit ist, wir waren's. So. Ich kann von hier zugucken, was auch immer er macht. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Ah, jetzt schmeckt er mehr, oder? So, den erwischen wir, den erwischen wir. Den kriegen wir. Ganz ehrlich, kommt uns nicht so davon. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Persönliche Fragen. Sie bestehlen die Toten. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Erweisen Sie den Toten Respekt, Dr. Swansea. Er sollte davon erfahren. Whatever your motives, you're making money by stealing from the dead. Dr. Swansea should be informed. No offense, sir, but Dr. Swansea is one of my customers. As I told you, I like to help people, and everybody needs help from time to time. Goodbye, Mr. Chidana. Okay, Arschloch, wie viel schmeckt der? Wie viel schmeckt der? Na
bekommen? Wie viel schmeckt der? 4. Leck mich am Arsch. Erschöpfung, das kann ich heilen. Wenn ich irgendwann mal 4 habe. Du bist einer, der als erstes stirbt. Seine Mutter ist erschöpft, er war erschöpft, aber es geht ihm besser. Oh, 2, ich könnte ihn essen. Aber ich müsste davor auch die Mutter essen, weil sonst geht es für mich schief. So, einfach weiterlaufen. Holy shit. Okay. Okay, cooler Weg, um alles zu umgehen. Aber waren wir da nicht da unten beim Intro? Friedhof, schön. Hey, Bruder, chill. Okay. Schön. Ich muss das mal ausprobieren. Es hat ihn nicht gekillt! Naja, er ist auch resistent gegen Blutangriffe. My dear sister, I don't know if I have the strength. Was? Um es Mami zu sagen. Dass du böse gemacht hast. Ja, ja. Oh, fuck. Somebody help! Schmeck ihn. Oh, fuck. Fuck you! Who are you? What do you want? Somebody help! Jetzt. Hallo, jetzt. Hä? Wieso kann ich das nicht? Somebody help! Wer? Ich muss alles aufsammeln. Ganz ehrlich, ich kann kaum was craften. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Schade. Sind meine Augen immer noch rot? Ich weiß es nicht. It's locked. Ja, wow. Ja, klar! Ich bin Batman, Junge! Hello there!
Oh, fuck. Schmeck ihn aus. Und zerfetzt alle in fucking Stücke! Bang, Junge! Schmeck ihn aus. Ja, schmeck ihn. So, jetzt kann ich mich dadurch heilen. Oh fuck, hallo. Was macht der Typ jetzt wieder hier? So, jetzt aber mal irgendwann mal auch den richtigen Weg finden, bitte. Schnabeltier. Ich finde den scheiß Weg nicht. Ich hoffe, ich gehe richtig. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Warte, was? Ehrlich? I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Servus. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan.
Heuchler, es klingt wie ein schlechter Witz. Oh nein, sollen wir das mal machen? Das kommt mir ein bisschen zu gemein vor. Hier. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Wie könnte ich? Wie soll das gehen? Ich lerne jede Nacht. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Ich werde ihn waschen. Ich bin kein gläubiger Mann. Vielleicht haben sie recht. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Alter, unsere Augen, die sind doch... Wie können Leute uns doch überhaupt vertrauen? Ganz ehrlich. Achso, steht hier was drauf? Natürlich. Ich meine ja auch, warum nicht? Okay, was gibt's denn hier? Oh, Kohle! Immer schön alles ausrauben. Es gibt nichts Besseres, als alles auszurauben, was Personen nur besitzen können. Okay, da kann ich hier was herstellen? Ja. Ich kann so Heilviolen herstellen, aber nicht wirklich. Ah doch, kann ich. Ich kann sowas herstellen. Lol. Dann müsste ich aber noch mal gucken. Hier Personenkreis. Die ist nicht krank. Erschöpfung. Blutarmut. Oh, fuck, Alter. Den bringen wir nicht um. Ich guck mal hier, nee, eigentlich beim Krankenhaus. So, was hast du noch mal? Erschöpfung. Das kann ich für dich machen, Bruder. Und weil wir einfach so eine gute Seele sind, ich meine. Blutarmut, das brauchen wir für ihn und ich glaube, er braucht noch Erschöpfung irgendwann mal. So, und den Rest stellen wir her, wann wir ihn brauchen. Können wir pennen? Und was gibt's? Oder können wir irgendwas Neues machen? Ich schätze eher nicht. Sehr viel ist jetzt sehr teuer. Ich würde einfach Medizintasche ein bisschen upgraden. Und das war's dann auch schon.
Ah, nein. Bestätigen bitte. Guckt euch mal die Augen an, ganz ehrlich. Das sieht man doch immer all. Es ist halt nicht mal das Innere des Auges. Es ist das. Okay. Die Gesundheit hier ist noch mehr angestiegen. Also halt nicht die Gesundheit, sondern die beiden haben mich gekillt. Ja. Die ist leider noch gesund und lebt. Aber wenn ich sie kille, dann bricht hier alles zusammen. Also stabil. Ich soll es lieber beim Krankenhaus. Alles hier. Migräne. Erkältung. Erschöpfung. Ich muss Sachen für Migräne herstellen. Nee, nicht Migräne, Erschöpfung. Erschöpfung brauche ich sehr viel. Ich glaube noch 2 Mal. Dann jetzt brauche ich noch was für Migräne. Fuck, ich bin zu blöd für Migräne. Egal, dann sauge ich den Tod. Ist eh kein wichtiger Charakter. Ich darf nur nicht davor wieder pennen gehen. Sorry, sir. No admittance. Go on, off you trot. Die! Komm, schmeck ihn. Schmeckt er gut? Müllermilch, Alter! Zack, und schmeckt ihn auch noch. Verdammt! Schmeckt so richtig geil nach Müllermilch. Mehr Kohle. Also ich renne am besten lieber nicht. Denn falls ich And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Der Typ hat nicht nur so Augen wie ich. Immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Der Typ hat halt nicht einfach nur mal so genau solche Augen wie ich, sondern ist halt auch nur 2 fucking Meter groß, einfach so breit wie ein Schrank. Als ob es keiner bemerkt. Ganz ehrlich, wenn die Leute nicht merken, dass wir Vampire sind, dann haben sie das Leben nicht so wirklich verdient. Komm, Bruder, Bruder. Oh, scheiße, Alter. Mitten in die Kamera gejumpt. Steh auf, Alter. Zu Tode geprügelt. Stück Scheiße. Kann ich hier durch? Anscheinend nicht. Und ich habe ja auch so
diesen komischen Priester da gesehen, deswegen gehe ich hier entlang lieber. Ja. Beide erwischt, Junge. So macht das ein Profi. Hier war doch noch was, bevor die Frau hier lag, egal. Ne, 5 Schillinge, passt schon. Da lag schon wieder was auf dem Boden, aber weißt du was? Mir ist inzwischen egal. Servus, Alter! Oh fuck, er ist aufgewacht. Lol. Tschüss, Bruder. Ach lol, hier bin ich! Und ich soll wieder zur Kirche gehen. Ja gut, das kann ich. Muss man nicht hier lang und dann, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Whitechapel. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. So, You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Ich brauche niemanden, der mich You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Es ist ein Privat... Hä? Ist das beides nicht gerade das fucking selber, einfach nur ein bisschen andersrum? I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Ich will jetzt nicht verraten, wer das war, deswegen, sie war jemand, der mir viel bedeutet hat. Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet, es war ein Unfall. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Ich fühle mich verantwortlich. I wish I could forget all this. I have a final question for you, my son.
This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. How can this poor soul hear you when you can't even hear yourself and admit your role in this tragedy? Ich schwöre, ich war es nicht. Ich. I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Okay. Ich glaube, ich schwöre, ich war es nicht. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Nein, nein. Ich glaube den Priester da nicht. Ganz ehrlich, ich könnte auch einfach lügen und einfach mal überprüfen, ob ich Vampir bin. Warte. Good evening, Doctor. Can I help you? 2, 4. Erschöpfung. Ah. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Hier. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Okay, los geht's. Wir gehen dann mal irgendwo hin weiter. Look so pale, my lord. Would you like me to revive you? Wer bist denn du? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Ha. Ha 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 ha. Sie sieht doch so aus, als ob sie Herpes hat. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Okay, warte. Kann ich nicht eigentlich wieder dorthin? Nicht da. Nee, das war das Haus von ihm. Ich will hier rüber. Kann ich die Tür einfach jetzt öffnen? Ja. Ich meine, ist ja niemand da, der sie öffnen kann. Warum wohl? Dorothy, du schmeckst wirklich gut, weißt du das? Du bist hier. Hallo. Welcome back, Dr. Reed. Good evening, nurse. How should I address you? Dorothy? Dorothea? Miss Crane? Dorothy is all right. If you don't mind me calling you Jonathan. That's fine with me. What can I do for you then, Jonathan? Wieso, Wieso kann ich sie nicht mesmerisieren, oder? Show me what you have in stock, please. Warum kann ich sie nicht mesmerisieren? Welcome back, Jonathan. Do you need anything? Show me what you have in stock, please.
Leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Was soll das? Jetzt darf ich sie nicht aussaugen, nur weil ich gesagt habe. Ich hätte sie töten sollen, ganz ehrlich. Von Anfang an. Es war ein Fehler, sie am Leben zu lassen. Es war ein großer Fehler. Answer to all your problems, as long as you have the money. Good evening, my dear colleague. Goodbye, Miss Wanda. Perhaps we'll talk again. Ganz ehrlich, die würde ich einfach so gerne killen. Ich muss sie doch nicht mesmerisieren. Ich muss nur abstecherieren. Wenn man versteht, was ich meine. Die Frage ist, wo zum Teufel soll ich jetzt hin? Triff Edgar Swansea im Ach so, okay. Einfach wieder mal komplett zurück. Oh Leute, hier sind ja Leute. Servus. Nö, bin ich nicht. Ihr habt keine Beweise, ihr habt keine Beweise, ihr habt keine Beweise. Ihr habt keine Scheißbeweise, dass ich's bin. Oh nein, es lädt wieder. Sag nicht, dass hier wieder ein Bosskampf kommt. Fuck, da ist ein Priester! Okay. Oh, Junge, oh, scheiße. Sag, Junge, jetzt rasier den Priester noch. Wieso gehst du nicht auf den Priester? Okay, Schock. Schock. Aus dem Weg da. Schock. Beißen. Ja, Mann. Das fliegt alles auseinander. Bam. Schnee. Okay, jetzt heilen wir uns. Ist so doch viel besser. Immer die Mülltonnen durchsuchen. Oh fuck. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Wer bist du? Warum ich? You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one.
Vielleicht ist er doch der Vampir. Ah? Vielleicht ist Edgar der Vampir. Niemand weiß. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Well, fuck you. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Meine Augen sind noch weiter, fuck. By the sacred stone, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Ein paar Leichen mehr wird niemand bemerken. Vielleicht ist es ein Ruf. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Ich werde sie wieder beschützen. Nun, da haben sie nicht ganz unrecht. Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Warte, war nicht Mr. Hampton? Nö. Hey Cox? Ah, Mr. Hampton war doch... ich weiß, wer er ist. Hier rüber, glaube ich. Ja, Sean Hampton. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Oh, shit! Ach so! Die alte Frau hat er gekillt.
Okay. Hey, Doc. Und wie geht's dir gesundheitlich? Gut. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. I'll leave you for now, Mr. Cox. Ich glaube, Migräne kann ich nicht heilen. Aber... Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Aber ich glaube, was er hat, also die Erkältung, das kann ich heilen. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Erkältung, okay. Er hat Goodbye, Level Mr. 3. Blight. Take care of yourself. Muss ich irgendwie auf ein Boot oder so? Nee, ich glaube nicht. Aber ich will auch nicht schlafen, weil das wird einfach nur Krankheiten ausbreiten. Ich gucke erstmal, wen ich alles heilen kann. Wir hatten hier... Sie ist erschöpft. Sie soll ihren Sohn nicht wieder krank machen, deswegen am besten, ne? Hat er was? Er ist ebenfalls erschöpft. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Goodbye, Milton. Okay. Jetzt irgendwie hier rein, da war es irgendwie, ne, hier. Servus. Sie brauchen wahrscheinlich Hilfe. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Okay, gut. Ich muss mal mit beiden Good reden. evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Mistress of the Dark. Okay, wer bist denn du überhaupt? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood.
How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Ah, okay. Er ist erschöpft. Kann ich dir helfen? Hab ich das? Do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Ja, aber jetzt fühlst du dich besser und schmeckst leckerer. Aber nicht wirklich viel leckerer. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. You disgust. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Das wollte ich nicht. Ich wollte klauen. Ja. Klauen. Geil. So, wer ist das? Sie. Ah, Erschöpfung. Hab ich da noch was? Nö, oder? Kann ich mehr herstellen. Sehr viele Leute hier brauchen das gegen Erschöpfung. Verdammt viele. Und hier wird niemand jemals gut schmecken, wenn sich das noch weiter ausbreitet. Ich meine, ich habe einfach nur einmal gepennt und 10 Leute auf einmal sind todkrank. Hier, warte. Erkältung brauche ich einmal. Und ich brauche sehr viel davon. Und jetzt habe ich keine davon mehr, egal. So, wer braucht denn alles noch hier so Zeugs? Er erholt sich, sie erholt sich, er braucht... Ja, okay, kann man geben. Du wirst dich auch noch erholen. Die werde ich killen. Sie braucht noch... Ah, sie braucht auch noch... Ja, okay, dann kann ich noch einmal Erkältung machen. Nee, schade. Ja, dann gebe ich es lieber ihr. Ich meine, sie steht ja hier mit den Kranken und so in Kontakt. Mehr als der da draußen. Ihn werde ich trotzdem noch heilen müssen. So, du warst Erkältung, gell? Jo. Hä? Wo zum... Dass man nicht jedes Mal so hart verarschen muss. Hallo? Hello there. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Hier, Medizin. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. So, ciao. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay. Und nächster. Ah, ich krieg ja auch EP durchs Heilen. Ja, lol.